So, hallo an den Empfangsgeräten von der Schwäbischen Alb. Wir sind heute für euch unterwegs und testen 6 verschiedene Motorräder in 3 Paarungen. Arbeitstitel der Geschichte ist Familienkrach. Bei mir steht Roman Kirschbauer und der erklärt uns jetzt, was es damit auf sich hat. Also erstmal hat es damit auf sich, dass wir hier viel Spaß haben, weil wir haben beste Wetterbedingungen heute. Hier vorne ganz in weiß stehen 2 Ducatis, eine 959 Panigale und eine Supersport S. Der geneigte Motorradleser weiß ganz genau, dass es sich da eigentlich eher um einen Konzeptvergleich handelt. Die Supersport S tendenziell eher so in Richtung Sporttouring, die Panigale reinrassiger Sportler. Die nächste Paarung kann ja vielleicht einfach der Johannes nochmal vorstellen. Ja, Kawasaki Z900 und Z1000R Edition. Konzeptionell das gleiche Motorrad, Naked Bike, Power Naked. Der Unterschied hier liegt in erster Linie im Hubraum und in der Ausstattung. Auch hier weiß der geneigte Leser, die Z900 ist ganz schön groß geworden. Die hat jetzt nur noch knapp 100 Kubik weniger als die Z1000. Und das ist auch, wie wir wissen, ein hervorragendes Motorrad. Da wird also interessant sein zu sehen, wie nah ist die Kleine an der Großen oder fährt sie vielleicht sogar ein bisschen besser. Und damit zur letzten Paarung, die beiden KTM Adventures. Roman? Genau, da haben wir einmal die 1290 Adventure. Das ist eigentlich so der Hightech-Brummer hier von diesen insgesamt 6 Motorrädern. Da ist eigentlich alles drin, was heutzutage technisch möglich ist. Daneben steht die 1090 Adventure. Das ist, wenn man so möchte, eigentlich die Brot- und Butter-Variante der Adventure-Reihe. Hat ein paar Kubik weniger, hat auch ein paar PS weniger. Allerdings muss man sich auch da fragen, reichen nicht 125 PS ohnehin auf der Landstraße aus? Die 1290 Adventure hat 160 PS. Ja, wir machen also unser übliches Testprozedere. Verbrauchsfahrt haben wir hinter uns. Jetzt machen wir Bremsmessung, Handling-Parcours etc. pp. Das vorab. Wir gehen los. Ab zum Test. So, Johannes, jetzt stehen wir hier bei unseren schönen beiden Italienerinnen. Optisch, so auf den ersten Blick, sind die Unterschiede nicht so groß. Wie sieht es fahrerisch aus? Fahrerisch sind die Unterschiede riesig. Und zwar ist es also eine einfache Sache. Das ist ja weniger ein Klein-Groß-Vergleich. Die Motoren sind relativ ähnlich von der Größe her. Wir haben halt hier einen Sporttourer, einen klassischen, und das ist ein guter Sporttourer, und hier ein klassisches Sportmotorrad. Sag mal was zur Leistung. Äh, Thema Leistung: 113 PS von dem Hypermotard L-Twin. Auf der Landstraße super, hat also eine schöne, kräftige Mitte, schöne Gasannahme, kurz übersetzt. Motorrad ist nicht so schwer, geht also super. Punch genau, wie es ihn braucht. Das Motorrad hat im Prospekt 160 PS. Jetzt sind wir wieder beim Motorradleser, der weiß, das sind 152 echte PS. Und die glauben wir dem Motorrad nicht. Also wir haben schon 959 gemessen, die so 140 und ein paar PS hatten. Und das da Exemplar, wir müssen damit auf den Prüfstand. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also nach 160 fühlt es sich auf keinen Fall an und auch nicht nach 150, um ehrlich zu sein. Bedeutet unterm Strich, auf der Landstraße muss man das Motorrad schon wirklich ausquetschen, um nennenswert schneller zu sein als auf der Supersport. Und das ist schon mal eine, finde ich, überraschende Erkenntnis. Heißt also, der Supersportler hängt so ein bisschen hinterher auf der Strecke? Also woran machst du das fest? Also ist das Fahrwerk einfach zu krass abgestimmt oder liegt es nur am Motor? Nee, also einmal natürlich der angesprochene Motorcharakteristik auch. Der hier versteckt seine Leistung ganz oben. Der hier hat eine schöne, kräftige Mitte. Davon abgesehen hat die Panigale natürlich ein fantastisches, zielgenaues, stabiles Fahrwerk, das also wirklich, wenn der Asphalt schön eben ist, messerscharf fährt. Das Problem ist so ein bisschen, sie ist sehr straff. Sie muss sehr straff sein als Sportmotorrad, aber Bodenwellen mag sie nicht so sehr. Und ein wichtiges Thema hier ist die Erstbereifung. Wir haben also hier ein Diablo Rosso 3, ein hervorragender Reifen, der passt perfekt zu dem Motorrad. Und hier ist der Diablo Rosso Corsa drauf und der ist so ein kleines bisschen in die Jahre gekommen im Vergleich. Also der hat, wenn es heiß ist, auch einen irrsinnigen Grip, aber der braucht lange, bis er warm wird. Und der fährt so ein kleines bisschen hölzern bis dahin. Der ist auch im Kalten und im Feuchten nicht so schön und er stellt sich auch auf der Bremse sehr auf. Also die stimmigere Erstbereifung und dadurch letzten Endes eigentlich auch das stimmigere Fahrverhalten auf der Landstraße hat ganz klar die Supersport. Wie sieht es mit der Sitzposition aus?
Ja, nächster Punkt. Entspannt schnell sein. Hier, das Ding passt wie ein Handschuh für meine Statur. Also ich setze mich da drauf. Die Lenkerstummel sind weit oben. Trotzdem habe ich ein gutes Gefühl fürs Vorderrad. Perfekt gepolsterte Sitzkohle, kompakt, alles da, wo es hingehört. Damit kann ich den ganzen Tag Spaß auf der Landstraße haben. Das da ist Arbeit. Tiefe Lenkerstummel, hinten hoch, bretthart. Das ist auf einer kurvigen, flachen Strecke wunderschön. Man hat ein fantastisches Gefühl fürs Vorderrad. Aber das ist in jedem Moment krasse Arbeit. So. Das heißt, du hättest einen Favoriten für die Landstraße, also wenn wir jetzt rein von der Landstraße sprechen. Supersport, glasklar. Also die Panigale gehört auf die Rennstrecke. Natürlich ist es ein wunderschönes, sinnliches Motorrad. Sie klingt fantastisch, der Quickshifter macht Spaß. Aber für jeden Tag überhaupt keine Frage, Supersport. Super. Ja, dann gehen wir mal rüber zur nächsten Paarung, unseres Familienkrachs-Vergleichstest. Roman, ich habe beim Zwischenfazit oder beim ersten Fazit schon rausgehört, du hast einen klaren Favoriten hier in der Klein-Groß-Paarung zwischen 10,90 und 12,90. Welcher hat dir besser gefallen? Das hast du falsch interpretiert. Also eigentlich einen ganz klaren Favoriten habe ich noch nicht mal. Fangen wir mal an. Also ausstattungsseitig ist die Super Adventure 1290 natürlich irgendwie haushoch überlegen. Da gibt es so Sicherheitsaspekte oder Sicherheitsfeatures wie das Kurven-ABS, so nette Sachen wie die per Knopfdruck einstellbare Federvorspannung, also je nach Beladungszustand. Sitzheizung vorne, also Sitzheizung, nicht Griffheizung, Sitzheizung für den Sozius und für den Fahrer und so weiter und so fort. Das ist das, was man auf jeden Fall auf der Habenseite hat. Dafür muss man natürlich irgendwie auch deutlich mehr Geld hinlegen, das muss einem auch klar sein. Aber dafür bekommt man natürlich auch anstatt der 125 PS 160 PS. Und das, was der Motor hier auf der Landstraße so hinzaubert, ist wirklich grandios. Also aus jeder Kurve wird das Vorderrad leicht, die Traktionskontrolle hat viel zu tun. Und das, obwohl der Reifen bei der Super Adventure die deutlich bessere Wahl ist. Braucht man das alles? Fährt die 1290 damit besser als die 1090? Nee, das natürlich nicht. Besser fährt es vielleicht, wenn man sich daran gewöhnt hat, aufgrund des semi-aktiven Fahrwerks. Das führt zu einem etwas entkoppelten Fahrgefühl. Das muss man mögen, beziehungsweise darauf muss man sich einstellen. Wenn wir uns was wünschen könnten, dann würden wir gerne die Reifen von der 1290 mal an die 1090 machen und damit mal losfahren. Weil das Package von der 1090, auch wenn sie ausstattungsseitig nicht so viel zu bieten hat, bietet es fürs Fahrgefühl eigentlich genau das, was man hier auf der Landstraße braucht. Motor habe ich schon gesagt, also die 125 PS reichen natürlich locker. Die hat genauso viel Punch aus jeden Ecken, vielleicht nicht immer ganz so viel, aber dafür regelt die Traktionskontrolle nicht so viel. Vom Fahrgefühl ist es aber einfach etwas authentischer. Also man spürt mit der konventionellen Upside-Down-Gabel und dem konventionellen Federbein, spürt man mehr, was das Motorrad macht. Liegt mir jetzt mehr, aber das ist meine persönliche Meinung. Ansonsten so vom Fahren her nehmen sie sich beide nicht so viel, wie es auf der Preisliste vielleicht den Anschein haben könnte. Das so als Zwischenfazit. Ja, danke für die ausführliche Antwort. Ich würde sagen, wir gehen mal zu den nächsten beiden Motorrädern. Ja. So, die letzte Paarung im Familienkrach Kawasaki Z900 und Z1000. Roman, wir haben ja zwei Motorräder, die auf den ersten Blick auch wieder sehr ähnlich aussehen. Fahren sie denn auch sehr ähnlich? Nee, eigentlich auf gar keinen Fall fahren sie ähnlich. Das Ausschlaggebendste auch bei dieser Paarung sind die Erstbereifungen. Der Motorradleser, der uns regelmäßig konsumiert, der weiß, dass die Z1000 grundsätzlich ein echt gutes Motorrad ist, aber die Erstbereifung viel kaputt macht. Da, wie auch bei den Vorgängermotorrädern, werden wir auch hier wieder kritisieren, dass das Lenkverhalten nicht sehr neutral ist, dass die Rückmeldung nicht sensationell ist, dass der Reifen sich gerne aufstellt auf Bodenwellen und beim Bremsen. Das ist das, was man an der Z1000 kritisieren muss. Und das ist das, wo die Z900, obwohl sie doch deutlich günstiger ist, ihren ersten Stich macht in dieser Familienkrachgeschichte. Weil die Z900 also ganz, ganz homogenes Einlenkverhalten hat, sehr leichtfüßig ist, sich schön in Schräglage bringen lässt, stabil durch die Radien durchsaust und einfach ein intuitiveres Fahrgefühl, so habe ich das jetzt mal getauft, einem offenbart. Man hockt sich drauf, ist mit dem Motorrad noch nie gefahren und trotzdem ist man eigentlich vom Fleck weg schnell. Bei der Z1000, da braucht man Muckis. Bei der Z1000 braucht man Muckis. Roman, du hast es schon angesprochen.
Erstbereifung, vielleicht mal als Hintergrundinformation, die Z1000 trägt also einen 190er Hinterreifen mit 50er Querschnitt. Dann noch die Sonderspezifikation speziell für das Motorrad, aber naja, hatten wir schon. Vielleicht mal zu den Motoren, also die Z1000 die hat jetzt rund 1040 Kubik, die Z900 rund 950. Das ist ja schon sehr nah beisammen. Hat die Z1000 ein Leistungsplus, das man spürt, und braucht man das? Also ja, das Leistungsplus spürt man definitiv. Also sie hat ein bisschen mehr Punch. Ob man es braucht, das mag ich bezweifeln. Bei der Z900 muss man vielleicht einmal mehr das Getriebe bedienen, was auch kein Problem ist, weil das nämlich ganz gut taugt. Aber klar, mit der Z1000 hat man nicht nur ein bisschen mehr Prestige, weil es der größere Motor ist und ein bisschen mehr PS irgendwie auf dem Zettel stehen. Aber so für die Landstraßenturnerei, sage ich mal, da braucht man jetzt nicht unbedingt den größeren Motor. Obwohl es natürlich immer schön ist, so aus der Kurve raus, oder ich sag mal, alles in einem Gang fahren zu können. Darauf steht man natürlich. Beide Vierzylinder entwickeln irgendwie eine schöne lineare oder haben eine schöne lineare Leistungscharakteristik, die sich auf der Landstraße ganz, ganz prima verwerten lässt. Von daher, ich tue mich schwer mit einem endgültigen Resümee zu diesen beiden Motoren. Also ich glaube, das ist so ein bisschen auch Herzenssache. Und, und Sound. Z1000 für mich und vielleicht für dich auch bestklingender Vierzylinder, bestklingender rein Vierzylinder. Mega geiler Sound. Röhrt Kawasaki typisch, ist nicht allzu laut, aber da kommt richtig was rüber. Das kann die Z900 nicht ganz so gut. Aber davon abgesehen ist sie wahrscheinlich einer der stärksten Kandidaten der kleineren Familiengruppe hier im Feld. Auf jeden Fall. Damit würde ich sagen, zurück ins Studio, oder? Genau. Bis später. So, wir haben uns ausführlich mit den 3 Paarungen beschäftigt, haben uns auch schon ausführlich dazu unterhalten, deshalb ziehen wir ein kurzes Fazit. Roman, Kawasaki Z900 oder Z1000, dein Favorit? Mein persönlicher Favorit definitiv die Z900. Sie ist agiler, sie fährt sich kerniger, sie ist leichter. Alles in allem ein schönes Paket für die Landstraße und nicht zu verachten, sie ist einfach deutlich günstiger als die Z1000, die ja jetzt auch noch in der R-Version bei uns angetreten ist. Insofern, die kleinere hat die Nase vorn bei mir. In dem Fall klein vorne. Klare Ansage, die ich mir jetzt auch für die Ducati erlauben will. Dazu vorab eine kleine Anmerkung, die 959 hatte fast 150 PS. Die Tatsache, dass wir die ihr nicht so ganz geglaubt haben, liegt halt eben darin, dass die Leistung wirklich sehr weit oben versteckt ist. Und das ist auch der entscheidende Hinweis. Die Supersport ist das bessere Landstraßenmotorrad, glasklar. In der S-Variante fährt die fantastisch. Die ist viel, viel leichter zu fahren als so ein Supersportler, der natürlich ein fantastisches, auch ein tolles Motorrad ist. Aber das, was dieses Motorrad einem bietet, das kann man eigentlich nur auf der Rennstrecke wirklich auskosten. Von daher mein klares Urteil für Landstraßenfahrer Supersport S. Damit abschließend zur KTM 1290 oder 1090? Also wer auf High-End steht, der muss auf jeden Fall zur 1290 Super Adventure S greifen. In diesem Motorrad steckt alles drin, was irgendwie heutzutage technisch möglich ist und es funktioniert einfach sensationell. Vor allen Dingen auch das semi-aktive Fahrwerk. Wir haben zwar einerseits ein bisschen kritisiert, dass es für ein entkoppeltes Fahrgefühl, also für wenig Feedback von Vorder- und Hinterrad sorgt, aber es ist wirklich der Wahnsinn, wie man da über Inschräglage, über Bodenwellen, Schlaglöcher hinwegbrezeln kann. Völlig unbeeindruckt das Ding die Spur hält, man die Linie noch korrigieren kann, total schräg abwinkeln kann und immer das Quäntchen Power aus den Ecken hat. Und das Quäntchen heißt in diesem Falle nominal 160 PS, die sie nicht ganz erreicht auf dem Prüfstand, aber schon in die Richtung geht. Das ist einfach wirklich ein ganz, ganz fantastisches, großartiges Motorrad. Muss man mal gefahren haben. Also, groß oder klein, kommt drauf an. Wir haben keine eindeutige Tendenz festgestellt. Wenn ihr mehr wissen wollt, den ganzen Artikel, Leistungskurven, weitere Daten etc. gibt es im Heft. Wir verabschieden uns. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.